Motto ist, je näher man ein Wort ansieht, desto ferner sieht es zurück, Karl Kraus. Louis Althusser, ein französischer Philosophe, Marxist, hat in den 60er Jahren eigentlich eine Notiz geschrieben für die Analyse, was es mit dem Subjekt auf sich hat, und das ist die Grundlage für mein Verständnis, was ich Ihnen jetzt heute präsentiere. Wie kann es sein, das ist das Grundparadox, wie kann es sein, wenn das Subjekt, hier in Großbuchstaben geschrieben, das autonome Subjekt, das sich versteht als Great Ruler King oder Emperor, was die Herrschaft über alle Objekte hat, gleichzeitig das gleiche Wort genau das Gegenteil bedeutet. Nicht so sehr im Deutschen interessanterweise, aber in allen romanischen und lateinischen Sprachen, nämlich man ist dominiert, man ist unterworfen, man ist als Person gewissermaßen das Objekt. Also wie kann es sein, dass man gleichzeitig autonomes Subjekt sein kann und unterworfen ist? Das kann man als Paradox formulieren. Stellt sich dann die Frage, was gibt es für Lösungsmöglichkeiten? Sie sind hier gelistet. Kann dieses Paradox erklärt werden und auch aufgelöst werden? Muss man es einfach zähneknirschend akzeptieren und man sollte es möglichst schnell vergessen? Kann es erklärt werden, das Paradox, aber es kann nicht überwunden werden? Oder kann es erklärt und überwunden werden? Oder die letzte Möglichkeit, es kann nicht überwunden werden, aber man versucht es produktiv zu machen. Blaise Pascal wird zitiert in dem Text von Althusser und das ist das individuelle Beispiel. Er beschreibt dort den Vorgang eines Kirchgängers. Go to church, also geh in die Kirche, knie nieder, bewege deine Lippen für ein Gebet und du wirst glauben. Unabhängig davon, was dieses großgeschriebene Subjekt machen will, fängt es in der Kirche an zu beten. Also das heißt, da gibt es in dem gleichen Satz eigentlich zwei Subjekte. Konzentrieren sich auch nicht auf die Begriffe ideologische und Staatsapparate, sondern nur auf den Aspekt, dass Althusser sagt, ich werde diese Staatsapparate als eine bestimmte Anzahl von Realitäten oder Register, kann man sagen, bezeichnen, die sich selber präsentieren für den direkten Betrachter als spezialisierte verschiedene Apparate. Und wenn man es vom Individuum aus betrachtet, es gibt so eine Vorgeburtsphase, dann kommt man auf die Welt, dann gibt es eine Phase zwischen 0 und 4, Vorkindergarten, dann die ganze Ausbildungsphase, dann der Job oder die Jobs, dann kommt das Pensionsalter und irgendwann stirbt man. Die Zahlen für die Schweiz sehen Sie hier, die sind ganz aktuell. Also alle Individuen, wir alle, werden permanent von unterschiedlichen Staatsapparaten, bei Foucault wird es dann Diskurse heißen, angerufen und gleichzeitig von diesen verhaftet. Im Prozess der Subjektivierung, verallgemeinert kann man den Subjektivierungsprozess so formulieren, dieser Prozess der Anrufung verwandelt die Individuen in diese doppelte Subjektkonstitution, in dieses doppelte Subjekt, in dieses Paradoxe. Und ich habe dafür die Schreibweise genommen, das S groß zu schreiben und den Rest des Wortes klein. Also es ist eine Art Hybridisierung. Du sie jetzt vor dem Spiegel, aber Selfies macht er trotzdem nicht gern. Viel lieber hätte er die Schnappschüsse, wo er irgendwo am Rand von einem Bild zufällig auftaucht und auf eine ihm ganz unbekannte Art schlicht umwerfend aussieht. My main idea about self-portraits in painting is that all art is abstract. That we say there is some art that is representational instead of abstract is just a convention. You don't represent some part of the world by painting it or sculpting it either. It is just a convention. If you wanted to paint something that looked like a person or a horse, it would have to be three-dimensional, and it would have to be continuously moving, or it would look like a dead person or a dead horse. It's just a convention. Many years ago, when we lived in New York, we worked with the Art Center Gallery
that was doing a self-portrait show, and they asked me to do a self-portrait, which I never imagined to do before. So I got a big piece of canvas, and I lay on the floor, and my sweetheart drew around my body, and then I cut that out. Then I took some sculptor calipers and measured my head the way Michelangelo used to measure things with his calipers. And then I carved my face pretty much exactly as it was in those days, except it's just a piece of wood, so it doesn't look like me, does it? And then I painted it different colors. In those days, we were very poor. I got all of my art material from the garbage. Not because I like to make art out of garbage, just because it was free stuff. And the New York City garbage is the best in the world. It was beautiful free stuff, like human rib bones. And I got a human leg bone at the same time. My idea was to make a visual critique of the idea of a self-portrait, or even the idea of a self. I don't like the idea that I change every day, but I do all the same. I try to keep a self, and it changes constantly, and I'm not aware of it. Sometimes your self is not really there. It kind of goes away, doesn't it? If I'm gardening, if I'm cooking, other things that I do, myself is not really involved. It's kind of the animal me concentrating on the thing in front of me, not thinking of selfness. After doing this self-portrait, I said, it's such a strange idea. Das Kind spricht also für einen Vollbart. Die Grimassen dagegen. Er schneidet gerne Grimassen, die kommen ohne Bart besser heraus. Doch zurück zu den Augen. Die scheinen oft etwas zu suchen. Und wenn Sie so fragen, dann verraten sie ganz viel. Indem ich zeige, was ich sehe, zeige ich mich. Und es ist ein großer Schritt für mich, weil meine Arbeit sonst eigentlich eher ein bisschen im Stillen wirkt. Es sind Familienporträts. Hier habe ich angefangen, meine Kinder zu fotografieren, und zwar wegen einer Bemerkung meiner großen Schwester, die sagte, ich habe dich immer im Arm gehalten auf den Familienfotos. Diese Bilder braucht, um sich seiner eigenen Geschichte zu vergewissern, und ich glaube, ich müsste dem zustimmen. Ich zeige euch einfach ein paar Beispiele, weil ich weiß, dass ich als Fotografin dann eines auslese und ihre Geschichte eigentlich beeinflusse mit meiner Auswahl. Und frage mich immer, was zeige ich auch von mir mit meiner Auswahl? Mein Bedürfnis nach einer perfekten Familie, mein Bedürfnis nach gesunden Kindern. Ich habe viele offene Fragen, ich weiß es nicht. Ich bin am Forschen, am Suchen und bin froh, wenn ich philosophische Antworten bekomme oder künstlerische Positionen erfahre. Es geht mir um Beziehungen, ich greife auch nicht ein, also ich versuche sie nicht zu positionieren, ich versuche nur in einer gewissen Distanz ihre Aufmerksamkeit zu halten. Also dass sie wissen, dass sie fotografiert werden, aber dass es für sie doch wichtiger ist, wer neben ihnen steht. Und das, denke ich, ist in all den Gruppenarbeiten, die ich aus diesem sehr persönlichen Projekt heraus jetzt weiterverfolgen möchte und weiterverfolge, ein ganz wichtiges Thema ist sowohl meine physische wie auch meine emotionale Distanz. Wenn es in die größere Gruppe geht und die Frage nach der Selbstdarstellung der Gruppe immer wichtiger wird, also wie viel geht es um ihre Identität, wie viel
spielt meine Identität da rein und ich merke, dass je größer die Gruppe wird, desto weniger wichtig bin ich auch. Auf allen Bildern, und es ist wirklich so, ich habe versucht, ein repräsentatives auszuwählen. Ich bringe den Blickkontakt nicht hin. Also wenn die Kinder oder die Jugendlichen sich nicht wohlfühlen, dann gibt es keinen Kontakt zu mir. Also wenn das untereinander nicht stimmig ist, dann gibt es auch gegen außen keinen Kontakt. Ich hatte Zeiten, wo in meiner Wohnung kein Spiegel und keine Waage vorhanden waren. Ich schaue mir die Frau, die, wie es scheint, zu mir zurückschaut. Sie ist mir fremd und ich ihr wahrscheinlich auch. Sie trägt Brille, die ihre immer mehr klein gewordenen Augen verdecken und dem Gesicht eine andere Kontur und Form verleihen. An interesting detail that I saw on your self-portrait, that was not a self-portrait, but nonetheless is a self-portrait, something that was written on your body, and it said, "Hello, I'm Jimmie Durham." And of course, it's a very common phrase that we use in order to introduce ourselves, but we rarely think about that it is in fact a contradiction in itself. When we think about it, the moment when I say, "Hello, I'm this or that," what is going on here right now? Because I'm using something that is not me. I'm using language, I'm using words. Some, not all, but some artists saying, I'm just a medium. So it's the photography, or it's the painting, or it's the language that makes me. I'm just an effect of language, or of painting, or of doing photography. And this position, of course, has a different effect. If you go to literature, for example, then you have this autonomous writing, the surrealists and so on, who say, well, I'm handled by these media. And in between there are a lot of different positions. So it's not about the one is true and the other is not, but the concepts you are taking over, consciously or unconsciously, define in a very hard way the effects, the way you live your life afterwards. Mit Freud wird das Unbewusste zum Eigentlichen. Eigentlich wollte ich ja Schokolade essen, ich habe dann irgendwo die Brezel gegessen. Ne? Oder eigentlich wollte ich das. Es gibt aber einen Moment, und deswegen halte ich diese Ich-Konzeption eines Teils für historisch und anderes Teil für politisch. Ich möchte aber noch eine dritte Position ins Gespräch bringen, und das ist die Position der Selbstermächtigung. Wenn ich sage, ich oder Subjekt bin ich nur, wenn ich schreibe, dann habe ich einen Moment der Selbstermächtigung. Da steckt natürlich das Wort Macht drin, das ist klar, und da denken wir auch in politischen Termini. Aber es steckt auch da ein Moment der Emanzipation drin. Ich kann mich mit meiner eigenen Subjektivität versöhnen. Ich habe diese Subjektivität auch erschaffen, indem ich mich selber ermächtigt habe. Und deswegen bin ich etwas dagegen zu sagen, ich bin dann am meisten ich, wenn ich nicht bin. Das ist schön, historisch, psychoanalytisch. Wenn ich koche oder Rasen schneide, dann bin ich am meisten Subjekt. Ich denke, dass dieses Moment der Selbstermächtigung heute für uns, wo es um die Selbstermächtigung von Minderheiten geht, gegenüber weißen Mehrheiten oder gegenüber alten Männern, unbedingt auch zur Sprache kommen müsste. Was heißt es, ich zu sagen? I also think this is a very urgent problem constantly. My sweetheart is from Brazil. She's Guarani, and she was just back 2 months in Brazil, and trying to get Indian students away from the idea of making craft things for sale. And this is what all of us indigenous people in the Americas, we all make craft things, beadwork, leatherwork, all sorts of crafts. As
self-expression, but very often it is expression of who we are as people, as a proof that we are these people. If you do this beadwork, you are this kind of person. It is a safety that is a trap, because then you become the people who do this sort of thing. Then you become the opposite of who you want to be as a people and as a person of this people. You're trapped into self-destruction at every point. I would now go on and ask you, Regula, about your attitude as photographer. Are you sure, or did you ever say to yourself, you do it as a mother, but you also you do it in a very female way? You try to take the picture of your children. Is that something you handle, and what has it to do if we say there is no gender identities, but I realized something quite female in your attitude as photographer. Would you agree, or is this just... I agree. I wouldn't know any different, I guess, than doing it in a, female way. Although even saying it, is a bit difficult, but there is something about a certain kind of photography that I appreciate more, because it has a certain, maybe you could say female, but I mean, what do you mean by female? What's that? The touch, the motherly look, or I don't know really. I mean, that's what it is. It's so hard to describe identity when you don't know anymore what it means, what it holds, the word itself. I mean, maybe this whole idea of that there once was something like a complete identity and now it's gone. Maybe it's just that probably is the construction. I mean, that would be the psychoanalysis point of view. There never was such a thing as identity. It was always just a construction coming from the outside. Citate from Jimmie, as soon as you start to defend something, you start to lose it. I want to add my favorite Jimmie citation. It's, the self is not as important as it thinks it is. Es hatte die Behauptung stattgefunden, dass wir unsere Identität nur über Sprache erlangen. Wie steht ihr dazu? We get our identity over language, just like language is the only thing that constitutes our identity. I heard this, and I also, when it was this idea of how you lose yourself, or where do you find yourself, if gardening or cooking or so on, I think it's again kind of trying to reduce this very complex thing, no, to something. Why is it has to be in writing? Why does it has to be cooking? Maybe it's for you one and for me the other. But there was also like a kind of slipping among notions, because first they started to speak about language, and then somehow came into the picture the writing, and then it just switched from language to writing, because on one hand it's like really, I mean, like you're not gardening while you're writing, but you still sing on a language when you're gardening. And I guess the guy who started his statement about language and speaking and expressing ourselves on a language just switched to insert the notion of writing instead of language. But still, I guess it's a very good thing. I just read an article about that it's because we are coming from a writing and a speech-based culture, and all the people who sat here came from that culture, deeply thought from this point of view.
Ja, und das ist aber auch nicht nur in Bezug auf sich selbst, seine eigene Identität oder Identitäten und Sprache, sondern auch vom Außen, dass halt die Identitäten auch sehr vom Außen geprägt sind und auch die Begrifflichkeiten, die damit einhergehen, so eine große Macht haben, was ein Außen dir an Identität zuschreibt. Und dass es da eben, dass diese Macht dieser Begriffe so eine große Rolle spielt in diesem ganzen Identitätschaos. Und dann eben auch ein sich gegen bestimmte Begriffe wenden oder sie anders verwenden lernen oder sowas, dass das auch, also dieses nicht nur ich selbst, meine Begriffe und meine Identitäten, sondern auch andere Begriffe auf mich und meine Identitäten da so eine große Rolle spielen.